Heute habe ich die Anleitung für diese Boxcard Advent to go für dich. Und zwar ist das ein Adventskranz mit 4 Teelichtern und ein Mini-Schoko-Adventskalender. Und das Ganze in einer Karte. Wie ich das gebastelt habe, das zeige ich dir jetzt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Ich bin unabhängige Stampin' Up Demonstratorin. Ich habe wieder was für dich und zwar eine Karte, eine Boxcard nenne ich sie mal, weil hier das ist ja eine Box und der Rest ist eine Karte. Auf die Rückseite könntest du noch ein Blatt kleben und deine Grüße schreiben. Und das Ganze ist die Packung für unterwegs, to go. Und zwar der Adventskranz. Ich mache das mal auf. Hier hast du 1, 2, 3, 4 Teelichter. Die gelten jetzt mal für unterwegs als dein Adventskranz. Und ein Adventskalender, kennst du sicher schon, mit Mini-Schoko-Linsen, ja, wo du jeden Tag eine öffnen kannst. Genau, das ist meine Idee. Wie das geht, zeige ich dir jetzt. War ein Projekt letzte Woche in unserem Online-Workshop. Ich habe die auch noch verschieden gestaltet. Hier ist mal auch noch mal gestempelt, einfach hier nur Ton in Ton gestempelt. Hier farbig bunt mit einem Schriftzug drauf. Hier wurde schabloniert mit den Sternen. Gibt sogar noch einer, der ist noch nicht ganz fertig. Dieser hier muss die Vorderseite noch schabloniert werden. Wenn dich interessiert, wie diese Technik geht, schreib mir das einfach. Ja, ich zeige jetzt einen, der sieht in etwa so aus, weil ich mir dachte, dieser kleine süße Igel, der hat es verdient, mal endlich auf meinen Arbeitstisch zu kommen. Ich mache hier mal ein bisschen Platz. Ich habe aufgeräumt. Hier ist so viel Platz, wo ich die Sachen hinräumen kann. Du kannst es dir gar nicht vorstellen. Zwischendurch zeige ich mal noch kurz meinen Adventskranz to go von vor 2 Jahren. Hier sind auch 4 Teelichter drin und ja, du solltest sie rausholen, wenn du sie anzündest, denn dieses hier ist nur die Verpackung. Der Adventskranz to go. Okay, wie geht's los? Ich zeige dir das und zwar brauchen wir den Papierschneider. Ich muss mal Platz machen, siehst du, hier purzelt schon wieder was raus. Und wir brauchen Farbkarton. Ich habe mal, man könnte das Ganze, sagen wir so rum, man könnte das Ganze auch aus einem Blatt basteln. Ich möchte es aber zweifarbig haben. Und deswegen habe ich die Maße auch etwas großzügiger gewählt. Bei einem Blatt würde ich es etwas knapper schneiden, dann aber auch etwas schwieriger zu kleben. Deswegen, wie gesagt, es gibt also ein A4-Blatt in Grundweiß. Daraus habe ich mir geschnitten ein Stück von 18 x 21 cm. Und ein Stück Farbkarton, in diesem Fall habe ich Lodengrün geschnitten und habe in 16 x 13 cm geschnitten. Und mit dem Stück fangen wir auch gleich an. Wir brauchen Falzlinien bei 1 cm. Das lege ich hier auf der rechten Seite an. Wir brauchen eine bei 3 cm. Auch da lasse ich mein Blatt noch rechts. Dann geht es weiter bei 7 cm. Jetzt drehe ich es einmal komplett um. Habe also hier die Falz von 1 bis 3. Habe das deswegen dort angelegt, weil das sieht man einfach besser. Jetzt schiebe ich auf 7 cm und auf 9 cm. Damit sind diese Falzlinien schon fertig. Um mich zu orientieren und dir das auch gleich zu zeigen, setze ich auf die eine Klebefalz schon mal ein doppelseitiges Abreißklebeband. Und zwar ist das hier die Linie mit dem 1 cm. So, dann haben wir das schon mal so. Dann ist ein Feld von 2 cm, eins von 4 und noch eins von 2 und der Rest sind wieder 4 cm. Dieses hier, das zwischen den beiden mit 2 cm liegt, dieses brauchen wir jetzt. Wir nehmen uns ein Lineal und einen Bleistift und ziehen oben und unten eine Linie bei 2 cm. Und wenn wir das so liegen haben, können wir ja rechnen, 16 ist es in der Höhe, also bei 14 unten machen wir uns noch eine Markierung. Ziehen da eine Querlinie.
und nehmen jetzt unseren Papierschneider. Und diese Linie ist unsere Markierung. Ich lege jetzt an bei 4 cm von dieser 1 cm, 3 cm, 7, ja, bei 4 cm. Setze da oben meinen Schnitt, also meine Schneideklinge, genau auf die Linie und ziehe sie bis hier unten zur Querlinie. Hebe das hoch und schiebe rüber auf 6 cm. Und wenn es nicht verrutscht ist, geht es hier weiter das Ganze zurück, wieder bis zur Querlinie da oben. Kleinen Millimeter noch. So. Und jetzt schneiden wir uns einfach an unserer markierten Linie hier diesen Mittelstreifen raus. Nummer 1 und hier unten genauso. Wofür haben wir das? Richtig, damit wir unseren Adventskranz, unsere Kerzen sehen. So, schön sauber, wenn es geht. Drehen wir das Ganze um, sind unsere Zierlinien versteckt. Hier drüben ist die Klebefläche. Was brauchen wir noch bei dem Stück? Ich habe noch eine Kreisstanze genommen und stanze mir hier mal einen Halbkreis mittig in das 4 cm Feld. Das könntest du auch anders markieren, mit einer Lochstanze oder eine kleine Einkerbung machen. Es geht nur darum, dass dein Band nachher da gut durchläuft. Okay, jetzt wird gefalzt. Und dann wird das Element so zusammengeklebt und die Kerben werden dann unten auch geklebt. Also jetzt zusammenkleben. Andere Richtung falzen, passt perfekt. Das ist meine Röhre, wo gleich meine Teelichter reinkommen. Kommen sie wieder, da sind sie. 1, 2, 3. Ich habe ja gesagt, unten den Kreis auch noch stanzen. Machen wir jetzt mal schnell. Andere Seite. Fertig. So, legen wir uns hier hin. Das Element ist fertig. Und jetzt nehmen wir das große Stück mit den Maßen 18 x 21 cm. Und auch hier brauchen wir Falzlinien. Und zwar brauchen wir die erste Falzlinie bei 11 cm, die zweite bei 12 und dann noch eine bei 20. Und da kann ich das ja rüberschieben. Ich weiß, es ist 21 breit und nehme hier drüben den 1 cm. Weißt ja schon, das ist die sparsame Sache, brauche ich das Beinchen nicht rausziehen. Jetzt um 90 Grad drehen, das heißt, hier ist das große Feld mit 11 cm. Um 90 Grad drehen und hier unten bei 1 cm und bei 2 cm nochmal eine Falze. Ja, wir falten durchaus schon bei 11, bei 12 cm und hier die Klebefläche bei 20 cm. Und hier unten bei 1 cm und nochmal bei 2 cm. Jetzt schneiden wir eine ganze Menge ab. Wir schneiden hier unten, da 11 cm, 12 cm an der 12 cm Linie bis zur zweiten und schneiden dieses ganze Element gerade hier ab. Und hier die Ecke schneiden wir auch beide Felder ab. So sieht es unten aus und jetzt brauchen wir nochmal unseren Bleistift. Legen von oben von der Linie auf die 11 cm Linie unser Lineal an und machen bei 5 cm eine Markierung und hier unten von der ausgeklinkten Ecke außen an die Klebefläche bei 5 cm eine Markierung, verbinden die beiden Punkte und schneiden mal locker mit der Schere Old School das Ganze schräg ab. Und hier oben auch nochmal an der Falz. Das ist unser Element. Okay, es ergibt sich schon ziemlich gut. Jetzt brauchen wir eine Unterlage. Holen wir uns mal eine Schmierunterlage zum Stempeln. Und wir müssen jetzt hier die Schräge
diese Fläche bis hierhin etwa. Ich mache das mal für dich, hier so einen kleinen Keil, so weit etwa ausgestalten. Ja, dieses Stück. Und dann auf der Rückseite, ich muss jetzt mal so rumliegen haben, hier dieses Element, hier auf der Rückseite. Okay, und ich wollte ja eben schon gesagt, so ähnlich gestalten wie dieses hier. Und da nehme ich mir das Stempelset Schöner Kranz. Und da gibt es ja hier diesen schönen Ilux-Zweig. Den nehme ich. Der sieht total cool aus in Lodengrün. Im oberen Bereich, also hier, werde ich dann jetzt mal so ein bisschen wüst durch die Gegend stempeln. Hier brauche ich ihn gar nicht. Aber hier noch ein bisschen. So, und auf der anderen Seite, also für die Klappe außen, stempel ich wie da drüben hier oben so eine Kante ran. Das sieht eigentlich ganz nett aus, weil ich will ja gleich den kleinen Igel mir hier noch draufsetzen. Und hier unten kann ich das auch wunderbar dran setzen. So, das habe ich. Und jetzt kommt der Igel aus dem Set Joyful Life. Gibt es noch andere nette Tierchen drin, aber jetzt ist erstmal der Igel dran. So, hier auf den Stempelblock gedrückt und den ganzen mit Memento. Das Kerlchen so sauber wie möglich hier reingesetzt. Da sitzt er. Er bringt praktisch Früchte. So, und da habe ich mir gleich mal ein paar Blends organisiert und male hier diese, ja, sind es Äpfel? Es könnten natürlich auch diese Schokolinsen sein. Aber ich male sie jetzt mal einfach so ein bisschen mit dem Blutrot. Dann habe ich ein Loden, nein, das ist Celadon hier. Da kommt das Blatt. Dann haben wir noch Schiefergrau, dunkel und hell, dunkel eher an den Pfötchen und hier ein bisschen an den Konturen und dort helle dann großflächig überall drauf. Schauen, dass ich die Schürze nicht beschmutze. Hier. Licht könnten wir dann noch verblenden, noch ein bisschen heller machen. Die Schürze lassen wir wirklich mal strahlend weiß. Und unten kommen noch rote Pantöffelchen. Finde ich lustig. Ja, 2 rote Pantöffelchen. Ja, ich glaube, das ist schick. Und für die Schüssel haben wir doch hier noch ein bisschen Zimtbraun. Damit malen wir die Schale. Noch so ein kleiner Farbklecks. So, schauen wir mal. So schaut das aus. Und jetzt nehme ich mir meinen Blending-Pinsel und Lodengrün nicht, sondern nochmal das Stempelset in Celadon. Und blende hier einfach ein bisschen. Und noch ein bisschen hier. Ja. Und hier innen auch. Die Rückseite lasse ich mal weiß, damit wirklich Platz für Grüße sind. Platz für Grüße ist, soll Platz für Grüße sein. Im Video ist mir hin und wieder, kommt mir da Tatsache die Grammatik abhanden. Das seht ihr mir natürlich nach. So, und in Blutrot mache ich hier diese Beeren, Hagebutten, was auch immer. Setze ich hier noch so ein bisschen witzigerweise dazwischen.
So, hier kann noch was rausgucken. Ja, auch noch. Und hier außen lassen wir die weg, machen wir die nicht. Dafür, wenn wir einmal dabei sind, können wir ja doch noch ein kleines bisschen embossen. Und zwar habe ich hier die kleinen Sterne. Noch nicht kleben. Aber hier. Und die setzen wir jetzt einfach mit dem Versamark-Stempelkissen. Sehen wir natürlich nicht, was wir tun. Ist aber egal. Hauen wir hier einfach so ein bisschen drauf. Reicht. Und dann nehmen wir uns Gold. Mal gucken, ob meine Technik hier aufgebaut ist. Ja. Und streuen das hier drüber. Haben wir alle erwischt, fast. Aber jetzt das Schälchen ruhig wieder zu. Einmal pusten. So, da nehmen wir uns den Embossing-Pinsel, der geht schon von selber an. Mal gucken. So, und jetzt hat es hier gleich noch einen richtig coolen Effekt gegeben. Mal sehen, ob du das siehst. Da unten war die Stempelfarbe noch nicht ganz trocken. Und da ist das Embossing ein bisschen drauf hängen geblieben. Und jetzt haben wir vergoldete Ilux-Zweige. Vielleicht kannst du dir das ja zu eigen machen, zunutze, wenn du deine Karte machst. Und kannst dann noch so einen Goldschimmer drauf, wenn du das magst. So, okay, jetzt geht es hier weiter. Ich drehe das mal ein bisschen um. Habe ich eine ordentliche Klebefläche. Brauche jetzt folgenden Stellen für den doppelseitigen Abreißklebestreifen. Und zwar hier unten auf den unteren 1 cm Streifen. Hier. Und hier drüben auf diesen setzen wir. Und wir setzen außerdem hier auf unsere Röhre. Und zwar setzen wir da so hin, dass hier einer sitzt, also nicht bei dem Klebestreifen, der sitzt daneben, und hier drüben einer. Wenn du dein Papier, dein 21 x 18 cm großes Papier oder ein bisschen mehr Papier opfern möchtest, mach das. Dann hast du 22 cm in der Breite mal 18, könntest du gut schneiden, dann ist unten das komplett abgedeckt. Ich habe jetzt hierdurch hier diesen Streifen noch. In grün, sieht aber auch nett aus. Auf der Rückseite zeige ich dir gleich. Ich brauche jetzt eine Markierung von 3 cm. Ich gehe von der Ecke auf dieses Element. Bei 3 cm setze ich meine Markierung. Hier. Und da klebe ich jetzt gleich mein Kerzenelement dran. Für die Teelichte. Vorher prüfe ich das aber, dass das hier passt. Dort passt. Also ziehe ich jetzt die Klebestreifen ab. Die Schutzfolie natürlich nur. Den Text kennst du schon von mir. Ich hier Tatsache den Klebestreifen. So. Und dann setze ich das hier genau an meine 3 cm Linie, so dass oben und unten es bündig abschließt. Das passt. Sitzt gut, schön angedrückt. Jetzt siehst du, hier drüben ist dieser grüne Streifen. Wie gesagt, das ist einfach, weil ich das Stück unten knapper geschnitten habe, weil ich das Element noch für was anderes brauchte. So, jetzt hier also diese Klebefläche abziehen und genau bündig hier unten mit der Kante schließen.
Und allein es klappt das immer besser. Kaum ist die Kamera an, wird es schief. Glaubst du es? So. Gerade so gerettet. Und hier wird jetzt die letzte Klebefläche, Schutzfolie abgezogen. Und das klappen wir hier rein. Stellen es aufrecht. Nehmen unser Falzbein und streichen es innen an. So, wird schön festgestrichen. Und dann sind wir fast fertig. Hier kommt unser Schokolinsen-Adventskalender rein. Falls du die brauchst, schreib mir. Im Moment noch habe ich einige übrig. Frag einfach nach. So, die Kerzen rein. Und dann haben wir hier ein rotes Bändchen. Das passt jetzt hier richtig gut. Und dann nehmen wir uns noch so ein Schild. Nehmen wir das dunkle Grün. Nein, ich nehme, glaube ich, das in Celadon. Packe das Celadon-Farben ran und stempel mir jetzt hier in. Ja, was stempeln wir denn drauf? In Lodengrün stempeln wir drauf. Was haben wir? Winterzauber. Das Einzige, was nicht passt, ist Happy Halloween, ist klar. Dann gibt es hier noch so Trage den Zauber von Weihnachten immer in deinem Herzen. Ich schau mal, ob sich da was machen lässt. Wenn nicht, dann nicht. Doch, es lässt. Ja, sicher, es wird. Nehmen wir hier den Igelblock. Setze das gerade drauf, stempel das gerade ab und setze es jetzt hier, damit es passt, schräg drauf. Passt super. Ist super geworden. Und dann wird das hier einfach mit aufgefädelt. So. Da kommt es hin. Hier kommen wir mit dem Bändchen zusammen. Machen eine Schleife. Fertig ist das. Unser Schild ein bisschen schräg, Schleife drüber. Ja, und fertig ist er. Unser Advent to go. Also Adventskranz und Adventskalender in einem. Ja, wenn dir mein Projekt gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen hoch. Und vielleicht sehen wir uns wieder in einem meiner nächsten Anleitungen. Also bleib am besten gleich dran. Hier geht es weiter mit ganz vielen anderen Tipps, Ideen und Anregungen von mir. Bis gleich in meinem nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.